Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast, wo Deutschlernen einfach und lebendig wird. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute haben wir ein Thema, das jeder kennt, aber viele trotzdem schwierig finden. Genau, eine einfache Frage, aber eine große Herausforderung. Erzähl mir von dir. Diese Frage kommt überall, im Deutschkurs, beim neuen Job, beim Vorstellungsgespräch oder wenn du neue Leute triffst. Und viele denken in diesem Moment, was soll ich sagen? Wie beginne ich? Ist mein Deutsch gut genug? Die gute Nachricht ist, du musst nicht perfekt sein. Du musst nur klar und einfach sprechen. Ben, lass uns ein Beispiel machen. Erzähl mir von dir. Okay, ich versuche es. Hallo, ich heiße Ben. Ich komme aus Hamburg und ich wohne jetzt in einer kleinen Stadt in der Nähe. Sehr gut. Einfach und klar. Jetzt erweitern wir das. Ich bin 28 Jahre alt und ich arbeite als Deutschlehrer. Ich liebe meinen Beruf, weil ich gerne mit Menschen arbeite. Jetzt sprechen wir über dein Leben. Ich wohne in einem kleinen Haus mit Garten. Es ist ruhig und ich mag die Natur. Perfekt. Das klingt schon sehr natürlich. Und deine Familie? Ich habe eine Schwester. Sie ist Studentin und studiert Musik. Meine Mutter ist Schriftstellerin und mein Vater ist Arzt. Sehr schön. Jetzt klingt das wie echtes Deutsch im Alltag. Jetzt machen wir es persönlicher. Ich habe einen Hund. Er heißt Max und er ist sehr freundlich. Ich verbringe viel Zeit mit ihm. Jetzt kommt der wichtigste Teil. Deine Persönlichkeit. In meiner Freizeit höre ich Musik und spiele Fußball. Ich treffe mich gern mit Freunden und ich liebe gutes Essen. Das ist sehr wichtig. Ich mag keine Oliven und ich stehe nicht gerne früh auf. Viele vergessen das. Sehr ehrlich. Du musst nicht alles sagen. Wähle nur 2 bis 3 Punkte. Name, Herkunft, Beruf oder Hobby. Im Job kannst du sagen, Ich arbeite als Verkäufer und habe Erfahrung im Kundenkontakt. Ich bin freundlich und arbeite gerne im Team. und im Alltag? Ich bin neu hier. Ich lerne Deutsch und ich interessiere mich für neue Kulturen. Viele machen diesen Fehler. Zu kompliziert sprechen. Oder zu viel sagen. Lea. Kurz, klar, persönlich. Diese Frage ist keine Prüfung. Sie ist eine Einladung. Sag jetzt laut, mein Name ist, ich komme aus, ich arbeite als, ich mag. Wenn du das kannst, bist du schon auf einem sehr guten Weg. Du brauchst keine perfekten Sätze, du brauchst Mut. Viele Lernende denken, was soll ich sagen? Wie beginne ich? Ich habe nicht genug Wörter. Und dann passiert etwas Typisches. Du sagst nur 1 bis 2 Sätze und stoppst. Wir geben dir heute eine klare Struktur. 6 einfache Teile. Name, Herkunft, Wohnort, Beruf, Familie, Hobbys und Persönlichkeit. Wenn du diese Struktur kannst, dann bist du bereit für jede Situation. Ben, wir haben schon über die Basics gesprochen, aber jetzt möchte ich einen Schritt weitergehen. Wie kann man sich besser und interessanter vorstellen, nicht nur mit einfachen Sätzen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, der wichtigste Punkt ist, dass man nicht nur Informationen gibt, sondern auch ein bisschen Persönlichkeit zeigt. Was meinst du genau mit Persönlichkeit? Zum Beispiel, viele sagen nur, ich arbeite als Verkäufer. Das ist korrekt, aber sehr neutral. Man kann mehr sagen, zum Beispiel, ich arbeite als Verkäufer und habe viel Kontakt mit Kunden. Das gefällt mir, weil ich gerne mit Menschen arbeite. Ah, also nicht nur was du machst, sondern auch warum. Genau. Das macht einen großen Unterschied, besonders im Gespräch. Ich habe auch bemerkt, dass viele Lernende sehr kurze Antworten geben. Ja, das stimmt. Sie antworten oft nur mit einem Satz. Aber auf B1 oder B2-Niveau solltest du versuchen, mindestens 2 oder 3 Sätze zu sagen. Kannst du ein Beispiel geben? Natürlich. Statt nur zu sagen, ich komme aus Kroatien, kann man sagen, ich komme aus Kroatien, aber ich lebe seit 2 Jahren in Deutschland. Am Anfang war es nicht leicht, aber jetzt fühle ich mich besser integriert. Das klingt viel natürlicher und auch interessanter. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, über Erfahrungen zu sprechen. Viele wissen nicht, wie sie das machen sollen. Ja, besonders im Job oder im Alltag ist das sehr wichtig. Man kann einfache Strukturen benutzen, zum Beispiel,
Früher, aber jetzt. Das ist sehr praktisch. Kannst du ein Beispiel machen? Ja, früher habe ich in meinem Heimatland gearbeitet, aber jetzt arbeite ich in Deutschland. Ich habe viele neue Dinge gelernt und meine Sprache verbessert. Das ist perfekt für B1 und auch schon B2. Was ist mit Meinungen? Wie kann man seine Meinung besser ausdrücken? Das ist ein sehr wichtiger Schritt für B2. Man kann Sätze benutzen wie ich denke das, meiner Meinung nach, ich finde das. Mach bitte ein Beispiel. Ich finde, dass es wichtig ist, Deutsch im Alltag zu sprechen, weil man dadurch schneller lernt. Sehr gut. Und man kann auch Gründe geben. Genau, das macht die Sprache stärker. Lass uns eine reale Situation nehmen. Du bist bei der Arbeit und jemand fragt dich, erzähl mal etwas über dich. Dann kann ich sagen, ich arbeite seit einem Jahr in dieser Firma. Am Anfang war es für mich schwierig, weil ich die Sprache noch nicht gut konnte. Aber mit der Zeit habe ich mehr Selbstvertrauen bekommen und jetzt komme ich gut zurecht. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Du zeigst Entwicklung. Viele Migranten haben das Gefühl, dass sie nicht gut genug sprechen. Ja, und das ist ein großes Problem. Aber man muss verstehen, dass Sprache Zeit braucht. Was würdest du ihnen sagen? Ich würde sagen, es ist normal, Fehler zu machen. Wichtig ist, dass du sprichst und nicht aufgibst. Das ist sehr motivierend. Was ist der Unterschied zwischen B1 und B2 in diesem Thema? Auf B1 kannst du einfache Sätze bilden und dich verständlich ausdrücken. Auf B2 kannst du deine Meinung erklären, Beispiele geben, länger sprechen, strukturierter sprechen. Also mehr Tiefe. Genau. Kannst du eine komplette B2-Antwort geben? Ja, ich heiße Finn und komme aus Hamburg. Ich lebe seit einigen Jahren in Deutschland und arbeite als Deutschlehrer. In meiner Freizeit mache ich Sport und höre Musik. Ich finde es wichtig, aktiv zu bleiben, weil das gut für die Gesundheit ist. Außerdem treffe ich mich gerne mit Freunden, um neue Erfahrungen zu sammeln. Das ist eine perfekte Antwort. Ein letzter Punkt. Natürlichkeit. Ja, viele lernen Sätze auswendig, aber das klingt oft nicht natürlich. Was ist besser? Besser ist, eigene Sätze bilden, langsam sprechen, klar sprechen, Heute geht es nicht nur um Deutsch. Heute geht es um dich. um deine Geschichte, um deinen Weg und um eine Frage, die einfach klingt, aber für viele sehr schwer ist. Erzähl mir von dir. Vielleicht kennst du diesen Moment. Du sitzt in einem Raum. Ein neuer Job, ein neuer Kurs, neue Menschen. Und dann kommt diese Frage. Erzähl mir von dir. Und plötzlich wird es still in deinem Kopf. Du weißt, wer du bist, aber du weißt nicht, wie du es sagen sollst. In deiner Sprache kannst du alles sagen. Deine Gedanken, deine Gefühle, deine Träume. Aber auf Deutsch? Nur kurze Sätze. Ich heiße. Ich komme aus. Und dann Stopp. Viele denken in diesem Moment, ich bin nicht gut genug. Mein Deutsch ist schlecht. Ich kann mich nicht richtig zeigen. Aber das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, du bist nicht das Problem. Du hast nur noch nicht gelernt, wie du dich auf Deutsch ausdrückst. Ich erinnere mich an eine Frau aus einem Deutschkurs. Sie war sehr intelligent, sehr freundlich, sehr stark. Aber wenn jemand fragte, erzähl mir von dir, Hat sie nur gesagt, ich arbeite, ich habe Familie. und das war nicht ihre Geschichte. Das war nur ein kleiner Teil. Eines Tages sagte sie, ich möchte mehr sagen. Ich möchte ich selbst sein. Und wir haben zusammen gearbeitet. Langsam, Schritt für Schritt. Am Anfang, ich komme aus Kroatien. Dann, ich komme aus Kroatien und lebe seit 3 Jahren in Deutschland. Und später, ich komme aus Kroatien und habe dort als Lehrerin gearbeitet. Jetzt lerne ich Deutsch, weil ich hier wieder arbeiten möchte. Und plötzlich war da eine Geschichte. Sie hat sich nicht verändert. Ihre Sprache hat sich verändert. Und damit auch ihr Selbstvertrauen. Und jetzt sprechen wir mit dir. Ja, genau mit dir, der gerade zuhört. Du hast eine Geschichte, eine wichtige Geschichte. Und sie verdient es, gehört zu werden. Auch auf Deutsch. Du brauchst keine perfekten Sätze. Du brauchst Mut. Sag mehr als nur, ich heiße. Sag, ich bin hier, um neu anzufangen. Sag nicht nur, ich arbeite. Sag, ich arbeite viel und ich möchte mich weiterentwickeln.
Erzähl, woher du kommst, was du gemacht hast, was du jetzt machst, was du willst. Vielleicht war dein Weg nicht einfach. Vielleicht hast du viel verlassen. Dein Land, deine Familie, dein Leben. Und jetzt bist du hier. Und du lernst. Und weißt du was? Das ist keine Schwäche. Das ist Stärke. Wenn dich das nächste Mal jemand fragt, erzähl mir von dir. Dann hab keine Angst. Sag nicht nur Wörter. Sag deine Geschichte. Langsam, einfach, aber ehrlich. Denn dein Deutsch muss nicht perfekt sein, aber deine Stimme muss gehört werden. Jetzt bist du dran. Schreib in die Kommentare, wer bist du? Ein Satz, 2 Sätze. Dein Anfang. Danke, dass du heute dabei warst. Und vergiss nie, du bist mehr als nur ein Anfänger. Du bist eine Geschichte. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.